Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Wanderung auf Madeiras höchsten Berg, den Pico Rievo. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen. Wenn ihr Lust habt, kommt gerne mit. Und so startet der Aufstieg. Wir sind gerade noch ein bisschen hier geflasht, weil wir die ganze Hochfahrt nämlich gedacht haben, scheiße, wir sind in den Wolken, aber wow, schaut euch das an, über den Wolken. Ihr könnt es am Parkplatz erkennen, es sind nicht mehr so arg viele Autos da. Wir haben nämlich ganz bewusst hier relativ lang gewartet. Wir haben jetzt erst 16 Uhr, um den Menschenmassen aus dem Weg zu gehen. Und ja, schauen wir mal, ob uns das gelingt. So, nach nur 600 Metern auf diesem bisher sehr einfachen Weg sind schon solche Eindrücke. Wow. Wunderschön, schon mal toll, und ich habe den Eindruck, unsere Idee, dass wir erst 16 Uhr hier losgehen, ist gut, denn angeblich ist dieser Berg natürlich total überlaufen, tagsüber mit unglaublich vielen Leuten, und ihr seht, dass ihr keine Leute seht. Der Aufstiegsweg hat auch nur 2,7 Kilometer bis an den Gipfel, dafür aber auch 250 Höhenmeter. Und ich glaube, es ist gut, dass der Weg so einfach ist, denn hier ist man natürlich auch nur am Gucken. Die Julia kann ich schon gar nicht mehr halten, die rennt einfach los, die will hoch. Wahnsinn. Eine unglaublich schöne Stimmung hier mit den Wolken. Also zum Weg selbst braucht man nicht viel sagen, der ist durchgängig hier so gepflastert. Was aber dann doch überraschend ist, dass er so nass ist. Dort, wo keine direkte Sonne hinkommt, wenn hier eine Wolke durchzieht, ist alles nass hier. Wahnsinn. Als wir jetzt das kürzliche, schattige Stückchen hier eingestiegen sind, da war doch alles vernebelt, man hat gar nichts gesehen, und wir kommen hier aus der Bergflanke raus und die Wahrscheinlichkeit, dass man den Gipfel hier so schön frei sehen kann, ist gar nicht so gering auf Madeira. Für die meiste Zeit, so haben es wir zumindest erlebt, in den Bergen hier die Wolken drin gehangen waren. Wir haben quasi die ganze Woche auch immer im Wetterradar verfolgt, wie die Wetterentwicklung ist, und für heute war tatsächlich am meisten Sonne, und deswegen haben wir uns auch für heute entschieden, haben hier auf der Madeira Wetter-App auch gecheckt, wie hier oben die Verhältnisse sind, und ja, so war es eigentlich auch gemeldet für heute. Zur Rettung unserer Bergehre muss ich sagen, dass wir heute eigentlich eine andere Tour machen wollten, nämlich die über den Kamm hier drüber, die Königstour. Leider ist die Tour zurzeit gesperrt wegen Fels- oder Erdrutsch, und so haben wir uns heute für diese kleine Tour entschieden, aber wenigstens die Ausblicke, boah, die sind hier auch unglaublich schön. Was dieses Bergpanorama ein bisschen stört, hört ihr es da oben von der Hütte, das Stromaggregat. Das brummt bis hierher schon.
Also nicht so schön, aber hier ist eigentlich die Tour, die wir uns für heute ausgesucht hatten. Man sieht, der Weg ist geschlossen. Gemütlich. Ja. Hier mit Feuerchen. Weiter geht's. Schon malerisch gelegen, das Hüttchen hier. Wir meinen, wir sind in den Alpen. Hier auch ein kleiner Campingspot. Für die, die dann wirklich morgen zum Sonnenaufgang oben stehen wollen, um schöne Fotos zu machen. Verstehe ich, ist bestimmt auch cool. Gibt ja auch genehmigte Stellen, wo man campen kann. Muss sich halt ein Permit vorher holen. So, wir sind auf den letzten Metern. So ein Pico Rievo. Schon anstrengender. Wir haben jetzt kurz nach 17 Uhr. Uns sind noch viele Leute entgegengekommen, die abgestiegen sind. Also jetzt bin ich mal wirklich gespannt, wie viele Leute da noch am Gipfel sein werden. Hier kann man sich jetzt entscheiden. Entweder geht es hier hoch oder hier rüber. Schauen wir uns beide an, oder? Allein hier. Ja. Unglaublich. Also hier oben ist der ideale Selfie-Platz. Also wer hätte es gedacht, ne? Normalerweise mache ich immer Zeitraffer, um die Wolkenbewegungen schön darzustellen. Das braucht man hier nicht. In einer unglaublichen Geschwindigkeit verändert sich hier das Ganze um einen rum. Man guckt ein paar Minuten in eine Richtung, dreht sich rum und plötzlich schaut es hinter einem schon wieder anders aus. Also klasse. Sind das irre Eindrücke? Aber wir gucken uns jetzt natürlich auch noch den Gipfel da drüben an. Also wir haben jetzt mittlerweile vor lauter Fotografieren und Drohne fliegen schon 18 Uhr, ihr seht. Ja, also das ist wunderbar. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie das tagsüber ist, wenn hier Hunderte von Leuten hier oben stehen. So, wesentlich entspannter. Hier ist er, der höchste Punkt Madeiras. Wahnsinn. Seht, drüben geht es noch ein paar Meter weiter, noch ein kleiner Aussichtspunkt.
unsere Einschätzung und Meinung zur Tour. Also zum Ausblick muss man, glaube ich, überhaupt nichts sagen. Er ist unglaublich schön, auch wenn es eine sehr, sehr einfache und kurze Wanderung ist. Also nur zu empfehlen, allerdings mit der Einschränkung, entweder ganz, ganz früh am Tag oder ganz, ganz spät am Tag und natürlich vorher Wetter checken, das ist auch klar. Ich bin immer noch ein bisschen geflasht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gerne Daumen hoch und schaut gerne auch mal auf die anderen Videos im Kanal, vielleicht ist was für euch dabei. Macht's gut, jetzt geht's den gleichen Weg wieder zurück. Es gibt noch ein paar nette Bilder zum Abschluss. Macht's gut, tschüss.